Ja, mal ein kleines Dokumentationsvideo, wie wir uns hier die Terrasse vorstellen. Judith hat da schon sich enorme Gedanken drüber gemacht und der Gedanke, den Judith hatte, finde ich auch ziemlich gut. Ja, Judith, erzähl doch mal bitte. Also da unten ist ja die Küche und dahinter ist das kleine alte Bad. Ja, hier hinter, ja. Ich möchte, das alte Bad brauchen wir nicht mehr, wir machen ja ein neues Badezimmer. Was hier das Problem ist, dass wir jetzt momentan eine halbe Etage höher sind als die Küche und als das ganze Haus, das Stockwerk. Ja, das kann man ja hier sehen. Hier geht die Treppe runter zum alten Eingang von der Küche und hier vorne geht es halt zum Hauseingang und hier geht auch die Treppe. Ja. Und dieser Höhenunterschied, ja, der ist natürlich ein bisschen hinderlich für eine richtig große neue Terrasse, die wir planen. Also ich möchte gerne, wenn es möglich ist, einen großen Raum mit der Küche und diesem alten Bad machen. Vielleicht die Mauer ein bisschen vorziehen. Also mindestens bis hier, wenn das geht. Also hier, wenn wir sonst eine Baubewilligung brauchten. Ja. Sonst auch weiter. Und dann das in der Küche. Dann die Wand der Küche hier ungefähr so. Dass dann also ein Aufstieg ist von der Küche her. Da können ja auf der Seite der Küche zum Beispiel, wie heißt es, die Armaturen und alles? Nein, Ja. wie heißt es? Herd, Die Arbeitsplatten, ja. Damit, und dazwischen ist halt der Aufgang und wenn ich dann aus der Küche, dann komme ich quasi so aus der Küche raus. Ja. Und dann hier wäre die große Terrasse. Wenn ich rauskomme, dass ich eben schon auf dieser Ebene bin. Ja. Von der Terrasse. Ja. Das heißt, die Treppe würde ungefähr am selben Platz bleiben hier. Diese alte Treppe, die jetzt ist. Sie kann Aber hier natürlich neu, die können wir natürlich auch einen halben Meter nach links und rechts. Und oder mehr, das ist egal. Aber ich möchte einfach aus der Küche rauskommen und dann hier auf der Ebene sein, wo die Terrasse ist. Und die Terrasse möchte ich gerne auf dieser Ebene behalten ungefähr. ja, Und dann noch weiterführen, mindestens die Hälfte des Gartens oder bis zur Mauer, dass alles eine Gerade ist. ja, Und dass dann eben die Terrasse ist, die auch überdacht ist. das ist ein sehr schöner Gedanke. Also die Hälfte mindestens überdacht. Weiter hinten kann auch ein Spalier sein mit Ranken. Das sind Details, Ja, das sind Details. Aber ich Ja. möchte einfach, dass hier dann unser Hauptlebensraum ist, an diesem Platz. Und der sollte halt groß und geräumig sein mit Tisch, da kann man hier essen und arbeiten, was auch immer. Und da ist man draußen auf dem Dach. Ja, das würde heißen, tue ich das mal hier weg. Das würde heißen, dass hier diese Ebene, auf der wir uns jetzt gerade befinden, bis fast hinten zur Mauer gezogen wird. Das heißt, wir müssten hier von dem gesamten Garten einen halben Meter ausschachten. Kein größeres Problem, muss man halt in die Hände spucken. Diese Bäume wollen wir natürlich erhalten. Dort könnte man 1 Meter, also einen Kreis ziehen von 1 Meter oder 2 Meter Durchmesser, muss auch Details mit kleinen Sitzgruppen. Und hier würde dann so eine vergrößerte Terrasse würde hier Platz haben. Ja, das gefällt mir sehr gut. Links können die Obstbäume stehen bleiben. Ja, natürlich. Kann man auch Unbedingt. eine Mauer machen, die sind ja ein bisschen höher, eben das, was wir nicht ausgeschachtet haben. Ja. Man könnte natürlich auch noch einmal irgendwo in der Mitte ein paar Tritte machen, damit man nicht so viel ausschachten muss. Aber das ist auch ein Detail. Ja, wir wissen ja auch gar nicht, ob hier drunter direkt schon nach 10 cm Felsen kommen oder so. Ne, da müsste man natürlich schon mit dem Presslufthammer dann arbeiten. Aber ein Kompressor und Presslufthammer, ja, das wird mit das erste sein, was wir uns besorgen, um die größeren Arbeiten zu machen hier auf dem Grundstück. Ja, das ist eine sehr schöne Idee, die gefällt mir. Die gefällt mir. Ja, und dann könnte man hier die Obstbäume auch stehen lassen.
Ja, das ist sehr gut. Allerdings die Papaya, die wird sowieso alle 5 bis 7 Jahre erneuert. Und die ist schon sehr alt und vielleicht kippt sie dann von selber um. Das werden wir dann entscheiden und dann wird etwas Neues gepflanzt. Ja, aber ich meine, die Papaya, die stirbt dann einfach. Ja. Und dann pflanzen wir hier in diesen, das gibt dann so eine Art Trog hier, wo man noch einen Sitzplatz rundherum hätte und die Terrasse geht dann hier so dann hoch. Ne? Das stelle ich mir schon sehr schön vor. Sehr schön. Ne? Und bei dieser auch, bei dieser Papaya dort und eventuell bei dieser auch. Aber das sind wieder Details. Aber der Gedanke gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das werden wir so planen und auch durchführen zu gegebener Zeit. Das ist sehr schön. Und dann ein durchgehendes Dach hier. Dieses Dach kommt dann auch weg. Und das Dach wird dann hier so anschließen. In 2,20 Meter Höhe oder so. Das wird dann eine etwas höhere Höhe haben, wie jetzt die Dachterrasse. Ja, da müssen wir schauen, wie wir das machen können. Ja, das wird kein größeres Problem. Das Dach wird hier oben irgendwo anschließen. Notfalls wird auf dieser Dachterrasse ein Anschluss gemauert. Das ist kein größeres Problem. Ja. Und Garagendach und so, ja, da wird uns zu Hause bestimmt noch einiges einfallen, was wir damit machen können. Also, ja, Ideen für Projekte noch und nöcher. Müssen gucken, wie das finanzierbar ist und so. Wir sammeln ja jetzt einfach mal Ideen. So sieht's aus. Hallo. Bon dia, como está? Ah, das war... Ja, das sind erstmal unsere ersten Pläne und wir reden später weiter. So, dann werden wir uns für dieses Mal vom Haus verabschieden. Das waren sehr ereignisreiche 14 Tage für uns. Wir sind super happy, dass alles so geklappt hat. Wir sind happy, dass gestern unsere Freunde da waren. Wir sind happy, dass wir so eine tolle Nachbarin haben. Wir sind happy, dass wir mittlerweile Glasfaser in unserem Haus haben. Ja, also das hätte ich mir nicht so positiv vorstellen können. Diese 14 Tage. Ich kontrolliere nochmal die Fenster schnell. Und dann werden wir noch schnell zum Strand fahren unten, noch etwas sinnieren. Uns von der Insel verabschieden. Gut, habe ich das auch noch zubekommen. Sehr schön. Ja, ich kontrolliere noch schnell die Fenster, Schatz. Wo kommt irgendwo Wasser rein? Da kommt von da hinten. Okay. Oder von hier unten irgendwie. Kommt einfach Wasser rein. Da. Okay. Gucken, ob ich das da sehe. Ja, da kommt Feuchtigkeit. Vielleicht, wenn es viel geregnet hat draussen. Ja, aber es hat jetzt überhaupt nicht geregnet, ne? Ja, doch. Oder hast du hier womöglich nicht abgewischt, hier in der Ecke? Ich habe es dort abgewischt. Okay. Sollte ja kein Vorwurf sein. Ja. Vielleicht sollten wir das Wasser dann abstellen. Vielleicht wird es wieder machen.
könnte sein. Hast du das jetzt gerade wieder gebraucht, oder? Ja, Aha. aber dann haben wir es jetzt Okay, bekommen es ja nicht. okay, das ist gut möglich, dass da irgendein kleines, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ja, das ist auch die einzige Lösung, dass da ein Rohr etwas undicht ist. Okay, dann werde ich unten noch versuchen, das Wasser abzustellen gleich. Ja, den Router werde ich auch ausstecken, damit wir da keinen Strom verbrauchen. So, damit ist auch der letzte Stromverbraucher vom Netz. Ja. Unser neues Leben auf Madeira in Portugal, liebe Freunde. Ja, die Avocados sind ja nächsten Monat reif. Dieses Jahr gibt es nicht so viele. Letztes Jahr waren an diesem Baum hier, wo ich gerade drunter stehe, er war voll. Aber ja, es gibt gute und schlechte Jahre. Und wenn wir hier mal richtig Fasson reingebracht haben, ja, puh. Dann können wir uns auch einen Stand machen auf Mercado dos Lavradores. Genau. In Funchal. Und das werden wir tun. Und wir werden keine Touristen abzocken. Oder doch? Nein, tun wir nicht. Ja. Ja, Schnucki, so ist das. Und dann kommen wir as soon as possible zurück. Ja, ich habe da schon einige Pläne im Kopf, wie wir das Ganze managen. Aber Covid kann man halt nicht im Griff haben bei den Planungen. Deswegen muss man diese große Unbekannte, ja, einfach immer im Auge behalten. Ja, dann können wir ja in circa 9 Stunden unsere Quarantäne antreten. Aber ich nehme an, die Quarantäne beginnt dann heute schon als Tag, ne? Die beginnt dann, wenn wir zu Hause sind. Okay. Schweine. Was Das wolltest du? werden Sie uns sicher erklären. Sicher. Also, Obwohl, da gibt es eigentlich nur ein Online-Formular, was wir ausfüllen müssen. das werden Sie uns alles erklären. Ich meine, andere werden sich nicht zuerst informiert haben wie mir. Ja, da gibt es nur ein Online-Formular auszufüllen Ja, und dann hast du zu Hause zu bleiben. Und die können regelmäßig vorbeikommen für Kontrollen. Das stand Ja. auf der Seite der... ja. Sie Ja, werden uns sicher beim Grenzübertritt sagen, dass wir in Quarantäne müssen oder nicht. das können Sie uns gerne nochmal sagen, ja. Weil vielleicht andere Leute nicht im Internet sich informieren, bevor sie Okay. zurückfliegen. Und die wissen das noch gar nicht. Denken die, wir sind dumm oder was? Es gibt Leute, die haben kein Internet. Echt? Ja, stell dir vor. Wir haben hier sogar am Arsch der Welt, haben wir sogar Internet. Ja, aber es gibt halt eine andere Generation. Die ist nicht so unterwegs wie du. Nicht? Nein. Okay. Siehst du. Boah, jetzt hat sie es mir die aber müssen gegeben. auch in Quarantäne, weißt du? Aha, Und dann muss man es ja sagen. das stimmt. Das ist nicht mehr gut übrigens. Dann schmeißen wir es weg. Noch in einen Sack packen. Nein, wir nehmen es das und packen das Auto und fahren zum Abfall. Gut, Gut. jawohl. Machen wir das. Ja, dann fahren wir jetzt los und bringen das Zeug hier vor den Abfall. Ingo A biento. braucht jetzt beide Hände für den Abfall. Genau. Deswegen kann ich die Kamera nicht mehr halten. Deswegen bis später.